Hm, Wie fange ich das Video am besten an und wie gliedere ich es am besten? Äh, hm. Mm. Du hast den Mann deines Lebens kennengelernt und er ist auch noch Japaner. Oh mein Gott, und ihr wollt heiraten? Ja, dann erzähle ich euch, wie genau ihr das macht. War das ein merkwürdiger Anfang? Egal. So, ich weihe euch mal ein in diesen wundervollen Papierkrieg. So, wir haben folgende Situation. Kleine Deutsche will einen Japaner heiraten. Was wird alles dafür benötigt? Das sind, ja, ein paar Dinge. Von japanischer Seite wird Folgendes benötigt. Zum einen den Pass, dann das Jimeicho, was die Wohnsitzbescheinigung ist. Das Kouseki Tohon, das ist der Familienregisterauszug. Und zu guter Letzt das Yoken Gubi Shomeisho, das ist das Ehefähigkeitszeugnis. Für alle Dokumente wird eine Apostille benötigt. Das Problem ist, das hat mein Mann bezahlt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel diese Apostille gekostet haben. Ich werde am Ende des Videos eine Auflistung der Kosten auf jeden Fall noch aufstellen. Nur weiß ich leider nicht, wie viele diese Apostillen gekostet haben. Sie waren aber meiner Meinung nach nicht teuer. Habt ihr diese Unterlagen alle zusammen, müssen diese übersetzt werden. Es gibt beglaubigte Übersetzer, die findet ihr auf der Webseite der Deutschen Botschaft in Japan. Und es dürfen wirklich nur diese Übersetzer offiziell übersetzen. Ich habe zum Beispiel für den Antrag meines Ehefähigkeitszeugnisses meinen Pass benötigt, meine japanische Wohnsitzbescheinigung und meine Geburtsurkunde. Als ich das alles zusammen hatte, samt der Übersetzungen aller japanischen Dokumente, habe ich alles nach München gehen lassen und dort vom Standesamt abchecken lassen. Daraufhin habe ich mein Ehefähigkeitszeugnis nach einigen Wochen erhalten. Auch das brauchte eine Apostille. Wie lange dauert so ein ganzer Vorgang? Ich habe wirklich schon die verschiedensten Horrorgeschichten gehört. Bei einigen Leuten hat es sogar bis zu 9 Monate gedauert. Es kann aber auch schneller gehen. Es kann sogar nur, je nachdem wie schnell man ist und wie schnell auch die Ämter arbeiten, vor allem 2 bis 3 Monate dauern, wenn man wirklich ganz schnell ist. Es sind aber wirklich Ausnahmefälle. Bei mir hat es Gott sei Dank nicht so lange gedauert, weil ich dachte mir, wow, 9 Monate, das ist fast ein Jahr. Das ist wirklich ein wahnsinnig langer Zeitraum. Also es kommt immer wirklich auf die Ämter leider an. Man ist wirklich auf die Ämter angewiesen und da muss man auch leider sagen, in Japan geht das relativ schnell vonstatten und in Deutschland muss man leider hier und da ein bisschen warten. Das geht manchmal leider nicht so schnell. So, dann hat man alle Dokumente zusammen, dann kann es zum Standesamt gehen. Was benötigt man zusätzlich? Ich musste, und das ist wirklich legitim und auch angesehen, das ist wirklich okay, ich habe meine Dokumente selbst übersetzt. Sprich, ich habe meinen Pass, meinen Perso habe ich übersetzt, das Ehefähigkeitszeugnis habe ich übersetzt und meine Geburtsurkunde. Und das ist wirklich legitim. Also ich war wirklich im Standesamt und die haben das wirklich so durchgehen lassen. Ganz wichtig ist, wenn ihr das macht, übersetzt auch den Stempel. Den habe ich nämlich vergessen gehabt. Zusätzlich müsst ihr noch einen quasi Eheantrag ausfüllen. Den könnt ihr online ausdrucken. Und da Japan ja so wundervoll vielfältig ist, gibt es das natürlich auch in wahnsinnig süßen Mustern mit Hello Kitty, Snoopy und allem möglichen. Das ist die zweite Seite, aber so in etwa sieht das aus. Ja, mit Kirschblüten und süßer Katze und überhaupt. Eine Seite ist immer für die Ehefrau und die andere Seite für den Ehemann und dort wird halt alles abgezeichnet und nochmal von einem Familienangehörigen abgesegnet, quasi als Zeuge. Dann bekommt ihr euer wundervolles Heiratsdokument. Ich werde mal ein bisschen von meinem eigenen Erfahrungen plaudern in einem anderen Video, wie das bei mir so gelaufen ist und werde es euch nochmal genau erläutern. Auf jeden Fall bekommt ihr dort das Papier, auf dem drauf steht, ja, ihr seid nun verheiratet und erwartet nicht zu viel, es ist wirklich nur ganz, wie soll man sagen? Ja, es ist auf jeden Fall anders als in Deutschland. Also ich werde es euch schildern. Es war eine Erfahrung wert, sagen wir es mal so.
Jedenfalls könnt ihr dieses Dokument dann an der deutschen Botschaft übersetzen lassen. Und dementsprechend im Außenministerium wieder eine Apostille beantragen. Also ihr merkt schon, es sind wirklich Behördengänge en masse, ganz viel Papierzeugs. Ja, es ist wirklich nicht ohne zu heiraten hier. Wenn ihr das habt und verheiratet seid, könnt ihr damit dann mit allen Dokumenten dann ins Immigration Office und ein Spouse Visum beantragen. Und dazu gehören aber noch viel mehr andere Dinge. Wenn ihr wollt, kann ich da auch nochmal ein Video extra für machen, denn es ist wirklich ein großer Schwanz, der dran hängt. Das klang jetzt irgendwie schweinisch, aber ihr wisst, was ich meine. Es erfordert wirklich sehr, sehr viel, an ein Spouse-Visum hier zu kommen. Und es ist nicht einfach und auch wieder ein wahnsinniger Zeitakt. Also ich werde das auf jeden Fall mal, glaube ich, in Angriff nehmen und nochmal in Ruhe wirklich alles gegliedert schildern. Nun habe ich für euch, das interessiert euch bestimmt sicherlich, eine kleine Preisliste zusammengestellt. Und zwar habe ich die Rechnungen abfotografiert und werde sie hier mal einblenden, damit ihr seht, wie viel der ganze Spaß bisher gekostet hat. Et voilà! Ja, ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen weiterhelfen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und falls ihr auch mal in der Situation seid, vielleicht das ein bisschen grob erklären, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Auf jeden Fall, dennoch, ich bereue nichts. Ich muss auch ehrlich sagen, mir machen solche Behördengänge und so Papierkram wirklich sehr viel Spaß. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist es eine Qual, aber irgendwie ist es total interessant. Weil ich habe einfach nur bisher Hochzeiten in Deutschland mitbekommen und ja, es ist wirklich sehr interessant, sowas mal selbst irgendwie durchzuleben und das wollte ich dann natürlich auch ein bisschen mit euch teilen. Also in diesem Sinne, heirate wer kann und bis zum nächsten Video. Bye!